Nun, dann fangen wir mal an. Hallo, schönen guten Tag. Willkommen bei Piranha Becken TV. Hallo. Mein Name ist Björn. Und ich bin die Jenny. Völlig irritiert, ja. Wir fangen heute an mit der 11. Session. Draußen ist wieder einigermaßen annehmbares Wetter, obwohl es heute nicht so richtig bullenheiß ist, ne? Aber so langsam kommt der April. Gestern war der 1. April. Und da hat man auch ordentlich viel Scherze gemacht, aber wir versuchen heute seriös unsere Themen durchzuziehen hier. Okay. Und zwar, das Thema ist Motivation. Was heißt das, Motivation? Na, bist du auch so motiviert? Yay! Session 11, wir sind am Start. Ja. Warum reden wir darüber? Ja, weil das ein Thema ist, das einen vor allen Dingen durch ein langes Projekt immer wieder begleitet. Ne? Es ist ja so, wenn man, gerade wenn man kreative Arbeit macht irgendwie, dann denkt man erstmal, boah geil, irgendwie kann ich mich austoben, kann ich mir ausdenken, worauf ich Bock habe irgendwie und kann das dann auch noch irgendwie so machen, dass das am Ende jemand spielen kann. Aber in der Realität sieht es natürlich so aus, dass es echt eine lange Zeit ist. Wir entwickeln in der Regel so plus minus irgendwas 3 Jahre und dann gibt es da Phasen, da muss man jetzt kreativ sein oder lustig oder irgendwie romantisch und so und man geht zur Arbeit und man ist gerade irgendwie überhaupt gar nicht kreativ. Man ist überhaupt nicht motiviert. Naja, es ist ja halt, ne, wenn du das so mehrere Tage hintereinander machst oder vielleicht irgendwie eine schwere komm, Aufgabe. ey, du hast doch total geilen Job. Wie kannst du denn nicht motiviert sein? Das ist doch eine Frechheit. Ich bin total motiviert. Du bist völlig motiviert. Ja. So übermotiviert. Warte mal, ich mach mal dein Dingen so ein bisschen niedriger. So, besser. Aber es gibt trotzdem Tage, an denen raff ich es nicht. Ja, dann sitze ich vor meinem PC und denk, okay, du hast jetzt einen Charakter. Kreativpause. Ja. Und dann kommt einfach nichts. Nee. Ja, dann ist der Kopf leer. Und dann dämpft das die Motivation, wenn man denkt so, ja, ich müsste jetzt eigentlich reinhauen, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Stunden oder manchmal auch Tage Zeit, das fertig zu machen. Und wenn mir dann nichts einfällt, in dem Moment, wo ich da sitze, dann ist das schwer. steht auch in der Planung, ne, dass du da fertig sein sollst. Richtig. Weil irgendwer, ne, so ein Spacken mit Glatze, hat dann aufgeschrieben, dass die Jenny bis dahin dann fertig sein soll. Ja, was passiert denn, wenn du nicht fertig wirst? Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder, wenn es was ist, was fürs Spiel nicht so essentiell ist, wird es rausgeschmissen. Das wäre natürlich bitter schade. Ja. Oder man überzieht. Und das ist ziemlich blöde. Ne, das heißt, egal was du machst, wenn du zu lange brauchst für deine Aufgaben, fliegt irgendwas am Ende raus. Und das ist schlecht. Ja. Also musst du irgendwas aktiv dagegen tun, dass es eben doch fertig wird. Ja gut, für eine Kreativpause, sage ich jetzt mal, oder fehlende Motivation reißt einem keiner hier den Kopf ab. Das ist halt so. Mhm. Ja, wie würdest du das bemessen? Es gibt Leute, die sind halt öfter mal motiviert und öfter mal demotiviert und es gibt Leute, die brennen irgendwie, ne? Mhm. Aber brennen kannst du auch tatsächlich irgendwie nur für so einen gewissen Zeitraum, ja? Ich sag mal so 3 Monate, ja, ballern und dann kommt auch irgendwann die Kreativpause. Mhm. Und die kann dann so böse zuschlagen, dass du dann tatsächlich eine Woche nur ja, da geht nichts mehr, ne? Ja, so ist das. Ja. Und es gibt auch immer so Phasen, unterschiedliche Phasen, wo man in unterschiedlichen Bereichen kreativ ist. Mhm. Ich zum Beispiel schreibe gerade Dialoge. Also was mache ich da? Ja, ich lese Bücher, schreibe mal ein eigenes Buch, guck mir Spiele mit Storys an, ne? Und Zeugs halt und beschäftige mich nur damit. Dann bin ich in so einem Kanal, in so einem Tunnel, ja, in so einem Dialogschreibetunnel. Ja, also Quests designen und Typen erfinden und so weiter. Ja, das ist dann so die kreative Energie, die dann in diese Klamotte da reinfließen muss. Mhm. Alles andere kann einen dann schon erdrücken, wenn man darüber nachdenkt, was danach kommt. Ne? Danach muss man sich ja um die ganzen Szenen kümmern, um die Cutscenes, um wie viele Items wo liegen, wie die Monsterverteilung ist und so weiter. Und vorher hat man den ganzen Kram erfunden, ja? Welche Monster es gibt, welche Typen und wie die heißen und wie die... Ja, und das heißt, man muss immer in unterschiedlichen Phasen des Projektes, muss man auch unterschiedliche kreative Energie aufbringen. Also es ist nicht immer dieselbe. Und manchmal ist es so, dann schreibst du tatsächlich irgendwie in einem Stück, so 2 Wochen, schreibst du dann an einem
Dialog rum, ja, also nicht an einem Dialog, sondern an den Dialogen rum. Und dann gibt es irgendwie so ein Loch. Und das füllt man dann auf, meistens womit? Fleißarbeit, genau. Also Sachen, die man immer aufgeschoben hat, ist jetzt nicht wichtig, die man aber dann irgendwie abarbeiten muss, weil sie halt aufwendig sind und Sachen wie zum Beispiel die Dinge testen, die wir gemacht haben. Oder mal gucken, ob der Level sich jetzt irgendwie in der Zeit geändert hat, ob das, was du da fabriziert hast, überhaupt noch funktioniert. Oder die Typen auf einmal, oder hat einer den Boden angehoben, die sind alle da drunter. Das heißt, das Dingen warten und irgendwie so Fleißarbeiten machen eben halt. Ne? Mhm. Und dadurch kann man, sage ich jetzt mal, wenn man so stumpf irgendwie irgendwelche Dinge kontrolliert oder macht oder so, innerhalb eines Tages sich auch wieder Motivation und Kreativität holen. Ne? Also für Fleißarbeit gilt nämlich dasselbe. Wenn ich die ganze Zeit immer nur dieselbe stumpfe Aufgabe mache, und mit stumpf meine ich irgendwie eine Routineaufgabe, ja, letztes Mal zum Beispiel hatten wir die Aufgabe, wir hatten irgendwie so ein System und da musste man irgendwie für jede Waffe eine Nomenklatur finden, intern, die diese Waffe speziell irgendwie benennbar macht. Ne? Das heißt, irgendwie Klerikerwaffe mit Eisen 1, Klerikerwaffe mit Eisen 2. Man kann man ja von Hashwert nehmen, 011.000 bla, aber da rafft keiner, ne? Ja, das rafft ja keiner. Ja, und dann hast du da irgendwie, und dann sitzt du da stundenlang und gibst irgendwie, und dann musst du dich auch konzentrieren, weil du darfst ja dann nicht auf einmal irgendwie die 2 mit der 3 vertauschen oder so, irgendwie, ja, die hatte ich schon, oder was weiß ich. Und dann sitzt du den ganzen Tag, machst so eine stumpfe Arbeit. Irgendwann, dann denkst du, ich habe auch keinen Bock mehr auf den Mist jetzt. Ich möchte gerne wieder irgendwie was Kreatives machen. Das heißt, das eine gleicht das andere auch oft wieder aus. Ja? Du kannst nicht nur das eine, du kannst nicht nur das andere. Und darum versucht man immer seine Zeit so einzuteilen, dass du immer so partiellenweise die Aufgaben so verteilst, dass du am Ende nämlich doch mit allem fertig wirst. Und trotzdem immer für alles eben eine Motivation hast, wenn du dich daran setzt. Ja, die interessante Frage ist irgendwie gut. Das ist so der Everyday Life. Jeder hat irgendwie mal keinen Bock auf die Arbeit und dann funktioniert er halt nur und manchmal ist er gut, manchmal schlecht. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ne? Kreativität kommt ja auch von anderer Seite her. Ne? Das heißt also, man hat ja irgendeine Vision, die möchte man gerne umsetzen und so, aber wo kommt die her? Wodurch lassen wir uns inspirieren, werden wir häufig gefragt. Ne? Genau. Also mir geht das oft so, ähnlich wie bei dir, du sagst irgendwie beim Schreiben, irgendwie liest du viel von anderen und ähnlich geht es mir auch. Also wenn ich gerade keine gute Idee habe, dann gucke ich mir einfach quer in derselben Richtung im besten Fall irgendwie an, was für Ideen haben denn andere. Ja. Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt irgendwie, solange kannst du nicht brennen, fällt mir gleich ein irgendwie, die Kerze, die doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lange, ja. Ach, guckst du dir doch mal Blade Runner an. Welcher? Wollte ich gerade fragen, welcher Film? Ja, so ein Ding aus der 80er, ne? Geiles Ding. Ja, das ist richtig. Ja, oder? Dann brennst du aus. Und zwar ziemlich schnell. So. Ne? Ja. Und das machst du dann mit verschiedenen Sachen, die einen inspirieren. In Sachen Fantasy, in Sachen Science Fiction. Irgendwie gibt es viele Serien, die man sich angucken kann. Es gibt Filme, die man sich angucken kann. Alte wie neue. Um zu gucken, wo ist denn der Stand der Dinge, was ist gerade irgendwie eine schöne Idee, irgendwie, wie könnte man an einer bestimmten Stelle vielleicht einen schönen Twist erzeugen, irgendwie, der die Geschichte wieder aufleben lässt und solche Sachen. Und das bekommt man am besten durch ganz viel Input. Ne? Und das gilt natürlich auch für Bücher oder halt auch andere Spiele zocken. Ne? Die eigenen, und zu gucken, Moment, wo waren wir denn? Ja. Und die von anderen Leuten und zu gucken, wo sind die denn gerade? Weil man muss das sich so vorstellen, man ist ja nicht immer drin. Ja, das heißt also vor 3 Jahren, ne, ungefähr, war ich bei Elex genau an dieser Stelle, ja, an der ich jetzt bin im aktuellen Projekt. Da waren aber irgendwie 3 Jahre dazwischen. Was ist da passiert? Unheimlich viele unterschiedliche Dinge, ja. Öffentlichkeitsarbeit oder Musik gemacht oder um den Sound gekümmert oder Bugs gefixt oder irgendwas, ja. Das heißt, dieses Stück Arbeit, was wir jetzt tun gerade, ja, das ist was ganz Eigenes und das ist was ganz Spezielles. Das macht man nicht die ganze Zeit über. Du musst ja irgendwann dann, wenn du das Ding fertig hast, musst du es ja rund machen. Klar geht man dann nochmal an die Dialoge und man versucht nochmal irgendwie Sachen zu regeln oder zu ändern oder aber irgendwann ist gut, dann kommen auch die Sprachaufnahmen und dann wird dafür gesorgt, dass das Ding dann auch vernünftig funktioniert. Und da ist man genauso angespannt und genauso motiviert und ist auch eine Art der kreativen Arbeit, aber eine völlig andersartige.
Man hat es einfach vergessen, wie es funktioniert. Man hat noch grob die Mechanismen im Kopf, wie die Sachen ungefähr laufen oder so, aber jetzt ganz konkret, wenn jetzt da ein Charakter ist, was sagt er als erstes? So völlig aus dem Stehgreif, so nachts um 3 Uhr, du schreibst jetzt einen Dialog, zack, ja, so fühlt man sich dann so. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Man hat es vergessen. Jede Art von kreative Arbeit, ne, wenn man sie nicht jeden Tag macht, das heißt ein Musiker, der wirklich jeden Tag nur Gitarre übt und jeden Tag und so, der kann das im Schlaf. Unser einer muss sich halt in verschiedenen Phasen unterschiedliche Dinge um unterschiedliche Dinge kümmern und dann auch da 100% geben. Und da fallen einfach ein paar Sachen hinten weg. So, ne? Das kann aber auch motivierend sein, wenn man dann wieder drin ist und dann sagt so, boah, wie geil war das denn? Ja, das hat ja richtig Spaß gemacht, jetzt hier wieder Dialoge und Quests zu machen und so weiter. Ja, und das kann natürlich dann auch motivierend sein, bis man wieder zu so einem Sättigungsgrad kommt und das dann irgendwann sich zieht wie ein Kaugummi. Und dann muss man eigentlich immer was anderes machen am besten für eine kurze Zeit und sich dann wieder dran setzen, das funktioniert am besten. Ich finde überhaupt, der Anfang ist immer am schwersten. Das heißt, wenn du einmal die Hürde genommen hast irgendwie und du hast eine Idee und bist reingekommen und hast angefangen zu schreiben, dann geht der Rest eigentlich relativ leicht von der Zunge. Du weißt, wie der Charakter spricht, du hast den vor dir sinnbildlich irgendwie, du weißt, wie der ticken soll, hast vielleicht sogar schon eine Stimme im Kopf, wie der im besten Fall klingt und so. Und dann schreibt er sich irgendwie von allein dann irgendwann. Aber dahin zu kommen, erstmal diese Vision zu entwickeln, das Anfangen, ist bei jeder kreativen Arbeit immer das Schwerste. Die erste Hürde, die zu nehmen ist, ich glaube, das ist ganz oft im Leben so. Und wenn man einmal drin ist, dann ist man drin und dann funktioniert man auch oft total übermotiviert und macht dann irgendwie, und dann willst du nicht nach Hause, weil eigentlich möchtest du den Scheiß noch zu Ende machen. Und dann macht man Überstunden. Freiwillig, ja, weil man halt das, was man gerade macht, weil es Spaß macht einfach, weil man motiviert ist, ja. Und dann kommen auch meistens immer die coolsten Sachen dabei raus, die man aber auch am nächsten Tag auch irgendwie wieder vergessen hat halt. Da guckt man sich das an und entweder denkt man so, boah, war das echt jetzt? Ja, kann auch sein. Oder ey, wow, da habe ich ja richtig was geschafft. Das kommt immer drauf an. Ja, das ist immer so eine Sache. Je nachdem, wo man gerade drin steckt in der Phase. Es gibt die Situation irgendwie, du hast dir was angeguckt, hast auch irgendwie vielleicht so eine Idee und so und hast das irgendwie so halb im Kopf, bist dir aber nicht ganz sicher, sitzt da vor deinem PC und denkst so, ja, was machst du jetzt damit? Ne? Irgendwie kronkelig implementieren ist vielleicht nicht der Plan, aber so schlecht ist die Idee jetzt auch nicht. Gibt es eine Variante natürlich irgendwie, man muss ja nicht immer alles alleine machen. Richtig. Ja. Kannst du auch nicht. Richtig. Oft geht alles nur im Team. Ja. Dafür haben wir ja ein Team, irgendwie ein paar Kollegen, die natürlich auch immer an derselben Sache sitzen, oder also nicht an derselben Sache, sondern die ähnliche Aufgaben haben. Ja. Und die stecken halt in derselben Phase wie wir, ne? Richtig. Klar. Und was macht man dann, wenn ein Gehirn nicht reicht? Man nimmt sich ein zweites. Ja. Und dann setzt man sich irgendwo hin und spricht darüber. Reden kann auch ganz viel helfen, wenn man eine Idee gerade entwickelt und sich noch nicht so ganz sicher ist irgendwie, weil ein zweites Gehirn dann noch Ideen hat, die einen vielleicht genau auf den Punkt bringen. Ja, aber warum machst du das denn nicht so und so? Und dann, ja klar, warum mache ich das denn nicht so? Da bin ich gar nicht selber drauf gekommen. Und dafür helfen zum Beispiel kleinere Meetings zwischendurch, auch mitten in der Implementationsphase, wo man sich einfach nochmal zusammensetzt und diese Sachen durchgeht vorher, irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen umdesignt und sagt, hör mal, wo können wir denn da hinkommen? Dann hat man Input von dem, man hat Input von dem und auf einmal denkt man, yo, ich habe jetzt meine Vision und habe jetzt irgendwie voll Bock, das zu machen. Oder wenn einem noch gar nichts eingefallen ist irgendwie, du hast jetzt einen Charakter, du weißt ungefähr, wo in der Welt der sein soll, du weißt, was für einen Zweck er erfüllen soll, aber du hast keine Ahnung, was für ein Problem der hat, dann kannst du einfach mal ein Brainstorming machen mit anderen, ja? Alles, was uns jetzt ganz spontan irgendwie als Gehirnfurz in den Kopf kommt, schreiben wir jetzt auf. So, und vielleicht ist ja irgendwas Brauchbares dabei. Ne? Auch das macht man im besten Falle nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten zusammen, die vielleicht auch nochmal einen anderen Blick darauf haben oder vielleicht irgendwie so Haken sehen, die mir jetzt gerade verschlossen bleiben irgendwie. Ja, ich könnte doch das und das sagen und der könnte doch das und das Problem haben. Der sagt so, ja, Moment mal, das geht aber nicht, weil, keine Ahnung, Gilde XY hat ja ein anderes Problem. Und das würde sich dann so ein bisschen widersprechen. Oder ich habe gerade einen Charakter geschrieben, der hat irgendwie das und das gesagt. Irgendwie bezieh dich doch lieber da drauf. Und. Und so, so kommt das Ganze dann irgendwann zusammen. Und dann ergibt das ein Gesamtbild. Und man hat dann auch immer wieder eine Idee. Aber auch hier,
Wenn man nur Meetings macht und denkt irgendwie, man macht irgendwie das ganze Ding rund und zu Ende und denkt jetzt alle irgendwie Facetten von links, von rechts, von vorne, hinten und oben, unten und dann alles irgendwie designen und dann kommt aber auch irgendwann die Kotze hoch, ja. Das heißt, wenn man zu viel von Meetings und Planungsgedönse irgendwie im Stück macht, ja, dann wird man auch blöd im Kopf. Ja, da leidet auch die Motivation drunter und auch die Kreativität. Weil irgendwie ist das wie in einem Spiel, man muss unterschiedliche Dinge machen, damit sie Spaß machen und immer wieder sich wiederholen in unterschiedlichen Facetten. Und auch hier Meetings, ja, einmal die Woche, ist okay, ja, sage ich jetzt mal ganz blöde, irgendwie dann sich zu besprechen und so weiter oder mal einmal kurz am Tag irgendwie, aber dann muss man sich auch mal wieder zurückziehen können und an der Sache arbeiten und dann konzentrierter daran arbeiten. Wenn man ständig rausgerissen wird, kann das auch demotivierend sein. Das ist dann irgendwie, boah, wo war ich gerade? Das kann gerade in so einer kreativen Arbeit ja ganz böse enden, dass man irgendwie nach Hause geht, total gerädert ist, irgendwie den ganzen Tag irgendwie das Gefühl hat, man hat überhaupt nichts geschafft von dem, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Stimmt zwar nicht, weil man sehr viele Sachen geklärt hat, weil man sehr viele Sachen besprochen hat, auch Lösungen gefunden hat für Probleme, aber zu viel irgendwie nur gesprochen und hin und her. Also eine gesunde Mischung ist da ziemlich wichtig und da tickt jeder anders. Ja? Das heißt, es gibt Leute, die ziehen sich zurück, ja, irgendwie in ihre Keminate, wursteln da vor sich hin, wochenlang, monatelang, man hört nichts von denen und dann, die funktionieren am besten so. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, für mich persönlich, es muss immer eine Mischung sein, ja, sehr viel reden und dann auch irgendwie die restliche Zeit des Tages so, wenn der Tag ausklingt, irgendwie dann wirklich sich zurückziehen und Sachen wirklich, sich den Blaumann anziehen und malochen, sage ich jetzt mal, das funktioniert dann am besten. Wenn alles andere, was wir jetzt gerade gesagt haben, nicht funktioniert, ja, dann ist es vielleicht Zeit für Urlaub. Oder den Job zu wechseln. Oh, da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nein, das wäre zu radikal, ne? Ganz klar. Aber ja, dann wird es Zeit für mal Freizeit. Ja, vor allen Dingen, wenn du eine lange Phase hinter dir hast, in der du tatsächlich ganz viel gemacht und ganz viel geschafft hast und irgendwie hast irgendwie Baustellen geschlossen und so und irgendwann kommt dann so, boah, dann ist die Luft raus, dann hilft es auch manchmal ganz stark, einfach mal ein paar Tage was völlig anderes zu machen. Aber dann müsst ihr auch was völlig anderes tun. Ja. Was völlig anderes, was da nichts mit zu tun hat. Ins Stadion gehen, Fußball gucken oder sowas. Ja. Ne? Sich Genau. die Lunge rauskrölen, egal was. Ja. Also sowas radikal anderes. Ja. Nicht zu Hause hingehen und zocken oder Filme gucken. Das funktioniert Ja, dann das nicht. wäre ja wieder Punkt 1, sondern Richtig. irgendwie abhauen, irgendwie Städtereise, Ja. mit einem Bötchen auf der Mosel oder Ja. was weiß ich. Ja, irgendetwas, was Fahrradfahren. eine völlige andere Art und Weise von der Arbeit wegbringt. Dann kriegt man einen freien Kopf Genau. und dann hat man auch wieder Elan, weiterzumachen und eine neue Aufgabe anzugehen. Ganz genau. Gut, ich hoffe, damit haben wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Obligatorische Frage. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe eine Community-Frage. Anderes Thema, aber irgendwie ähnlich. Die Frage ist, wie ist es für euch als Paar, beim gleichen Arbeitgeber als Piranhas zu arbeiten? Sprich, man sieht sich ja doch ständig und nicht nur abends. War das anfangs problematisch für euch? Ich habe mich gleich gefragt, warum sagt er denn anfangs? Ja, furchtbar. Schrecklich. Nein. Wir sind nicht nur ein Ehepaar, wir sind Freunde. Und wir teilen unsere Hobbys. Ja, das heißt also, wir haben auch einen ähnlichen Geschmack. Ja. Und ich lebe nach dem Grundsatz, Gegensätze ziehen sich an, ist totaler Schwachsinn. Ja. Es gibt Menschen, die ticken so, aber ich nicht. Na? Also es muss schon irgendwie die Schnittmenge von Sachen, mit denen man sich gerne beschäftigt, ja, die Freizeit gestaltet, die ist bei uns sehr groß. Und darum funktioniert das, weil wir uns mit denselben Dingen eigentlich die meiste Zeit des Tages über beschäftigen. Bestimmt. Ja. Ging mir auch mal so. Eigentlich fand ich das sogar sehr hilfreich. Denn vorher habe ich, ich habe dich kennengelernt, da hast du ja schon lange hier gearbeitet, aber ich nicht. Oh Gott. Und ja, ist halt so. Und ich habe in der Jugendhilfe gearbeitet später dann und habe gedacht, was weiß ich, warum kommt er eigentlich immer so spät nach Hause und so. Was ist das bloß für eine Scheiße? Kann auch nicht so geil sein da. Was ist denn da los? Das hast du jetzt gesagt. Nein, ich hatte, das ist schwerer nachzuvollziehen, wenn man irgendwie völlig andere Dinge tut. Ja. Und von dem Moment an, wo ich auch hier gearbeitet habe, hatte ich sehr viel mehr Verständnis für irgendwelche Abläufe. Weil ich dann selber sehe, was ist jetzt gerade wichtig, was sollte fertig werden im Projekt, warum dauert eine Sache jetzt länger, warum nicht,
warum muss man jetzt am besten irgendwie irgendwo hin und so. Und dann kann ich an diesen Dingen teilhaben irgendwie. Und das habe ich als großen Vorteil empfunden. Irgendwie normalerweise ist es irgendwie so, tschüss, ich bin jetzt mal eine Woche auf der L3, ne? Wir sehen uns in der Woche wieder irgendwie. Was? Dann sitzt einer zu Hause und denkt, immer, kannst ja machen. Toll. Jetzt kann ich irgendwie eine Woche alleine auf die Kiddies aufpassen, ist auch nicht so geil. Und jetzt ist das so, man spricht sich irgendwie intelligenter ab irgendwie oder macht Sachen gemeinsam und so und das finde ich auch ganz schön. Und im Alltag irgendwie auf der Arbeit, es ist ja auch so, wir hocken ja nicht den ganzen Tag zusammen und machen sowas wie jetzt. Ne? Sondern normalerweise hat ja auch jeder seine eigenen Aufgaben und dann arbeitet man separiert und guckt, dass irgendwas fertig wird. Und das gleicht das ja auch wieder aus. So sieht's aus. Gut, dann würden wir sagen, bis nächste Woche. Ne? Genau. Bleibt uns gewogen und viel Spaß bis dahin. Bis dann. Nächste Woche Piranha Bytes TV. Macht's gut. Ja, jetzt bin ich voll motiviert, ja, den Amadeus zu holen und ja, dann die nächste Folge vorzubereiten. Jedes Mal, wenn ich am Ende da reinwinken soll, dann denke ich irgendwie Körperklaus. Körperklaus? Jenny Winke Winke.